Fasst die Bundesregierung die Türkei mit Samthandschuhen an? Wenn ja, dann hat das ganz sicher auch damit zu tun, dass Deutschland die Türkei in Sachen Flüchtlingsfrage braucht, um die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Die Flüchtlingsproblematik beschäftigt mittlerweile auch Papst Franziskus, der zu einer Reise auf die griechische Insel Lesbos aufgebrochen ist. All das kümmert jedoch die Schlepper wenig. Noch immer verdienen sie sich eine goldene Nase. Ihnen zahlen die Flüchtlinge Tausende von Euro, damit sie sich ihren Traum von Europa erfüllen können. Um das Schleppergeschäft einzudämmen, haben zwei Ökonomen der Universität Zürich sich eine Idee ausgedacht, die einerseits ziemlich provoziert, andererseits auch ein Gedanke wert ist. Stefan Gackstetter stellt sie uns vor. Anschließend sehen Sie das Gespräch mit der Ökonomin Margit Osterloh, welches vor der Sendung aufgezeichnet wurde. Eine Insel putzt sich heraus. Kehr aus auf Lesbos am Tag vor dem Besuch des Papstes. Sogar Humanitätsparolen müssen weg. Morgen will Papst Franziskus auf Lesbos seine Amtskollegen treffen, Patriarch Bartholomäus I. und Erzbischof Hieronymus II. Gemeinsam wollen die Kirchenfürsten ein Flüchtlingslager besuchen. Dort wollen sie an das Gewissen Europas appellieren, anschließend im Hafen der ertrunkenen Migranten gedenken. Doch können Gebete, können Appelle an die Moral die Migrationskrise lösen? Einige Zahlen. Knapp 180.000 Flüchtlinge haben seit Jahresbeginn über das Mittelmeer Europa erreicht. Alleine in diesem Jahr sind 732 ertrunken. Schätzungen zufolge zahlen Flüchtlinge insgesamt bis zu $1 Milliarde an Schlepper pro Jahr. Was kann selbst dreifacher himmlischer Beistand gegen diese Zahlen ausrichten? Statistiken sind unbarmherzig. Oder liegt gerade in den Zahlen, in der Ökonomie die Lösung? Diese Auffassung vertreten Margit Osterloh und Bruno Frey. Sie fordern, verlangt von Flüchtlingen Eintrittspreise. Die Idee? In jedem großen Flüchtlingslager soll, nun ja, eine Art Kassenhäuschen errichtet werden. Dort können Migranten einen Eintrittspreis bezahlen und in das Land ihrer Wahl legal einreisen. Im Gegenzug dürfen sie dort leben und arbeiten. Die Aufnahmeländer sollen das Geld, das bisher die Schlepper kassierten, für Integration und Ausbildung verwenden. Und als Sicherheit, falls es mit der Integration doch nicht klappen sollte. Schlepper würden ausgebotet. In Zielländern wie Deutschland würde die Kasse klingeln und die Routen nach Europa wären sicher. Aber was ist mit denen, die kein Geld haben, aber in Not sind? Kassenhäuschen statt Stacheldraht. Ist es wirklich so einfach? In Zürich begrüße ich nun Margit Osterloh, Professorin für Managementwissenschaft. Guten Abend, Frau Osterloh. Guten Abend. Eintrittsgeld für Flüchtlinge, das klingt erstmal nach einer Provokation. Können Sie uns dieses Modell ganz kurz erklären? Die Idee von Bruno Frey und mir ist die, dass die Flüchtlinge in eine Art Genossenschaft oder in einen Club eintreten und an der Infrastruktur, die da bereits geschaffen wurde, teilnehmen. Dafür bezahlen sie eine Aufnahmegebühr und im Gegenzug dafür bekommen sie die Möglichkeit, ohne Gefahr, ohne Schlepper bei uns einzureisen. Das ist die Grundidee. Diejenigen, die dann als Asylanten oder als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden, die bekommen dann das Geld zurück. Für die anderen ist es dann eine echte Aufnahmegebühr. Der Kollege Bruno Frey kommt ja zum Schluss, dass am Ende alle profitieren, die Migranten, die Aufnahme- und die Herkunftsländer. Worin läge denn jetzt der Gewinn? Der Vorteil für die Aufnahmeländer wäre, dass sie einen Beitrag für die Kosten der Integration der Flüchtlinge bekommen, die ja nicht gering sind. Die Verfahren könnten sehr viel schneller erledigt werden können. Die riesigen Kosten für die Grenzsicherung würden entfallen und könnten für die Integration der Flüchtlinge verwendet werden. Und was ganz wichtig ist, die Gefahr der Überforderung unserer Sozialsysteme würde auf die Art und Weise verringert, wenn nicht gar beseitigt werden. Das ist also der wichtigste Vorteil für die Aufnahmeländer. Im Übrigen ein weiterer Vorteil ist, dass man sich um das Satireverständnis eines Herrn Erdogan auch keine Gedanken mehr machen müsste. Aber
findet so nicht eine Selektion statt, in der es in erster Linie eigentlich um das Geld geht und nicht um die Not der Flüchtlinge? Nein, die Flüchtlinge haben ganz deutliche Vorteile gegenüber den bisherigen Verfahren. Der erste und wichtigste Vorteil ist, dass sie ohne Gefahr für Leib und Leben und ohne diese entsetzlichen Traumatisierungen, die damit verbunden sind, bei uns einreisen können. Zweitens werden sie als handlungsfähige Subjekte wahrgenommen, die sich überlegen können, was sie wollen. Sie sind nicht mehr Bittsteller, sondern es wird ihnen ein aufrechter Gang ermöglicht. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und außerdem entfällt die quälende Unsicherheit, die sie jetzt ein halbes Jahr oder noch länger erleiden müssen, um zu wissen, ob sie denn bleiben können oder abgeschoben werden. Und was ist mit den Flüchtlingen? Und was ist mit den Flüchtlingen, die sich den Anteilsschein nicht leisten können? Die haben jetzt schon ein Riesenproblem. Die Schlepperkosten, die sind ja nicht gerade billig. Bloß, dass diese Schlepperkosten jetzt eben an die Schlepper gehen und nicht einen Beitrag für die Gemeinschaft darstellen, die diese Flüchtlinge aufnimmt. Gut, aber wie finanzieren Sie sich? Also der Zustand ist Bitte? Wie finanzieren Sie sich denn? Der Zustand wird verbessert. Das habe ich nicht verstanden. Genau, also wie finanzieren Sie sich denn, die Flüchtlinge? Erstens mal müssen sie jetzt das Geld auch schon aufbringen. Also die Allerärmsten können es sich jetzt auch schon nicht leisten. Zweitens kann man sich vorstellen, dass sich ein Kreditmarkt entwickelt, der etwa an den Mikrokrediten orientiert ist. Es können wohltätige Organisationen, es können Firmen das Geld aufbringen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten der Finanzierung, die ja wohlgemerkt nur für diejenigen wirklich greifen, die ansonsten sowieso wieder abgeschoben werden würden. Die anderen bekommen das Geld ja zurück. Aber wenn sich die Höhe der Abgabe danach richtet, wie umfassend die Leistungen eines Aufnahmelandes sind, dann kann sich doch eigentlich keine mehr Länder leisten wie Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Die Gebühr richtet sich ja nicht nur nach den sozialen Leistungen des Aufnahmelandes, sondern sie kann auch daran orientiert sein, wen und wie viele Menschen man aufnehmen will. Man denke ja nur an die Beiträge für unsere zukünftigen Rentensysteme. Das ist ja schließlich auch noch ein Gesichtspunkt, der dabei zu überlegen ist. Also die Höhe sollte keineswegs nach orthodoxen ökonomischen Kriterien kalkuliert werden, sondern da können eine Fülle von Gesichtspunkten, auch und vor allem humanitäre Gesichtspunkte, einen Gang finden. Die Idee ist interessant, aber muss man nicht grundsätzlich sagen, im Grunde genommen haben wir doch eine moralische Verpflichtung, alle Flüchtlinge aus Kriegsgebieten aufzunehmen, und zwar bedingungslos. Ja. Diese bedingungslose Aufnahme, die bleibt ja nach wie vor. Bloß, dass wir die umständlichen Verfahren, die schwierigen, die lebensgefährlichen Verfahren, denen sie im Augenblick ausgesetzt sind, dass wir die umgehen. Außerdem gilt es als eine gesicherte Erkenntnis der Migrationsforschung, dass wenn die Grenzen durchlässig sind, dann gehen auf die Dauer 50% der Migranten wieder in ihr Heimatland zurück. Sie nehmen ihr das Geld mit, das sie verdient haben. Sie nehmen die Erfahrungen mit, das sie verdient haben. Und das ist vermutlich eine der besten Formen der Entwicklungshilfe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also die Herkunftsländer haben auch riesige Vorteile durch das System. Was wir aber jetzt in den letzten Monaten erleben, ist, dass wir die Grenzen eben dicht machen, dass wir uns abschotten. Ist das der richtige Weg? Dann gehen die Leute natürlich nicht zurück. Wenn sie wissen, dass sie nicht wieder, wenn sie mal wieder zurückgereist sind, wieder nach Deutschland oder die Schweiz zurückkommen können, dann gehen sie natürlich nicht. Dann stimmt das mit diesen 50% nicht. Die 50% der Heimkehrer, die sind nur dann gegeben, wenn die Grenzen tatsächlich durchlässig sind. Und im Übrigen kann man sich auch überlegen, dass wenn Flüchtlinge dann rechtzeitig wieder oder nach einer relativ kurzen Zeit wieder nach Hause gehen, dann können sie einen Teil des Geldes wieder mit zurücknehmen, sozusagen als Startkapital. Das ist ja auch dann keine schlechte Lösung. Frau Osterloh, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. No way, keine Chance. Flüchtlingsabschreckung auf Australisch. Eine Mauer aus Kriegsschiffen. Unerlaubt von See kommt niemand rein ins Land. Australien macht das unmissverständlich klar.
Tausende Bootsflüchtlinge suchen jeden Monat auf dem 5. Kontinent das gelobte Land. Aber die überladenen Nussschalen samt Menschen und ihrer Hoffnung werden aufgebracht und wieder zurück auf den Ozean gedrängt, dort meist ihrem Schicksal überlassen. No way, keine Chance. Unter diesem Motto fährt Australien eine internationale Abschreckungskampagne, warnt in Bengalisch, Urdu, iranischem und afghanischem Persisch vor den Folgen illegaler Einwanderung. 3-Sterne-General Angus Campbell warnt mit böser Miene. Wenn Sie von See her ohne Visum in Australien einreisen wollen, werden Sie nie ankommen. Das gilt für jeden. Familien, Kinder, Kinder ohne Begleitung. Ausnahmen gibt es nicht. So brutal gibt sich ein Land, dessen Bevölkerungsmehrheit doch von Einwanderern abstammt. Australien nimmt tatsächlich jedes Jahr mehr als 100.000 Neubürger auf, die sich ordentlich um eine Aufenthaltserlaubnis beworben haben und nach einem Punktesystem ausgewählt werden. Je besser die Ausbildung, je mehr Geld jemand mitbringt, desto höher die Chancen auf einen australischen Pass. Das ist die Ironie der Sache. Australien ist ein Einwanderungsland. Deshalb ist es vielleicht schwer zu verstehen, warum wir so hart sind. Aber es gibt einfach zu viele Länder mit großen Problemen, vor deren Flüchtlingen wir uns schützen müssen. Diese Leute wollen sich ins Land reindrängeln. Sie haben ja offensichtlich genug Geld gespart, um die Menschenschmuggler zu bezahlen, während andere, die sich legal um Einwanderung bemühen, sich lange anstellen müssen. Das ärgert die Leute. Ich persönlich finde, wir sollten sie reinlassen. Wir haben doch genug Platz in Australien. Aber es gibt bei uns eine ganze Reihe unsicherer Menschen, die ihren Wohlstand von den Bootsflüchtlingen bedroht sehen und sie deshalb nicht wollen. Die meisten Siedler in Australien kamen einst mit dem Schiff an, viele aus Not ein neues Leben suchend. Es ändert nichts daran, Flüchtlinge, die ihre Dollars aus Verzweiflung der Schmuggelmafia in den Rachen geworfen haben, die will Australiens Regierung hier nicht haben und weist die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Im Land von No Worries, keine Sorge, ist heutzutage nur Hochglanzzuwanderung gefragt. Nur für die wird im Internet geworben. Wer weiß denn, wer das ist, der da mit den Booten kommt? Da kann man nicht hineinschauen. Wer weiß, was die an Krankheiten mitbringen. Und dann stellt sich raus, dass Angela, die wir in Perth treffen, selbst mal Einwanderin mit dem Schiff war. Ich kam 1970 als Engländerin, als sogenannte 10-Pfünderin. 10 englische Pfund kostete das Ticket. 2 Jahre lang nahm mir die australische Regierung erstmal den Pass ab und ich musste mir das Hierbleiben erarbeiten. Für mich ging alles auf. Ich hatte Glück.